Hallo meine Freunde. Genauso. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und dazu habe ich heute ein spannendes Video für euch. Florentino Perez möchte einen Figo 2.0 durchziehen und Pedri vom FC Barcelona loseisen und nach Real Madrid holen. Diese Information ploppt ihr als Madridista auf jeder Social-Media-Seite entgegen. Sei es X, ehemals Twitter, Instagram, TikTok, ich habe es überall gesehen. Ja, und als YouTuber eures Vertrauens bin ich dieser Information mal gefolgt. Wer ist die Quelle? Was ist da dran? Kann das wirklich passieren? Das erfahrt ihr heute im Laufe dieses Videos. Ansonsten, ja, habe ich natürlich, wie ihr es kennt, die Aktualität rund um Real Madrid. Unter anderem auch, dass Rodrigo verletzt ist. Ausgerechnet jetzt, was er hat, wie lange er ausfällt, schauen wir uns zusammen an. Aber dann habe ich noch ein kleines Leckerli, eine Besonderheit für euch, die leider wieder einmal zeigt, Real Madrid hat große Probleme. Der Vorstand bringt viel zu viel Unruhe in die Kabine. Ihr werdet es anhand von 2 Videos sehen. Ja, unfassbar, was da gerade los ist bei Real Madrid. Ich kann euch nur vorschlagen, genießt dieses Video und einen guten Start ins Wochenende. Ja, lasst mich dieses Video kurz mit einem Anliegen in eigener Sache starten, denn heute im Laufe des Abends werde ich dieses wunderschöne Arda Güler Trikot verlosen. Wenn du daran noch teilnehmen möchtest, musst du nicht viel machen. Geh auf Instagram, folge meinem Account realmario1902. Inzwischen haben wir die 1000er Marke schon pulverisiert. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ich bin ein Mann, ich halte natürlich mein Wort. Heute die Verlosung des Arda Güler Trikots. Und wenn wir schon mal bei Anliegen in eigener Sache sind, ihr seht da neben mir, da, genau. Wenn ihr etwas trinken wollt, was keinen Zucker hat, keinen Bullshit, aber trotzdem Geschmack, dann schaut doch mal bei Holy vorbei. Und ich garantiere euch, dass ihr da etwas finden werdet, was euch schmeckt. Seien es Energy Drinks, sei es Hydration, sei es von mir aus Milkshakes oder wenn ihr mich persönlich fragt, aber das wissen die meisten schon, ich feiere diesen Tangerine Tarantula. Das ist ein Energy Drink, aber schmeckt komplett wie Mandarine, auch wenn ich in meinen Livestreams immer gerne Margarine sage. Ich habe halt einen Sprachfehler. Naja, wie dem auch sei, geht auf Holy, sucht euch da das passende Getränk und wenn ihr sagt, ich möchte aber noch Geld sparen, kein Problem, gebt den Code ein, ALAMADRID und ihr kriegt 10% auf jede Bestellung, selbst wenn die Sachen, die ihr euch ausgesucht habt, schon rabattiert sind. Und wenn ihr sagt, ich gehe zum ersten Mal auf diese Seite, noch besser, gib ein ALAMADRID5 und du kriegst 5 Euro auf die erste Bestellung. Also, dabei unterstützt du nebenbei auch noch diesen Kanal. Ja, meine Empfehlung, geht auf Holy, genießt die Getränke, bedanken könnt ihr euch später. Ja, wie dem auch sei, weg mit dem persönlichen Zeugs, kommen wir jetzt zu Real Madrid. Die erste Info, die ich für euch habe, die UEFA Youth League hat die nächste K.O.-Runde gelost. Ich hatte euch am Mittwoch noch berichtet, dass Real Madrid gegen Marseille mit 5:2 gewonnen hatte. Gestern war die Verlosung, der nächste Gegner von Real Madrid steht fest und das wird ein Brocken, denn Chelsea kommt nach Valdebebas, spielt gegen Real Madrid. Ich zeige euch mal die komplette Auslosung. Ja, und auch wenn es in dem Alter manchmal schon spektakulär ist, es gibt Mannschaften wie zum Beispiel der AZ Alkmaar, die eine super Jugendarbeit haben. Die spielen gegen Benfica, die auch immer Top-Favorit sind. Also das ist das absolute Spitzenspiel. Aber so Mannschaften wie Zilina oder Club Brügge, die haben auch auf einmal eine gute Generation und man weiß nie, welcher Gegner gerade stark ist. Aber Chelsea, die sind
immer stark. Die werden auf jeden Fall ein schweres Los für Real Madrid. Ich drücke unseren Jungs die Daumen. Dieses Jahr hat Real Madrid große Ambitionen. Mal schauen, ob die es schaffen. Ja, kommen wir von den Kleinen zu den Großen. Und ich würde vorschlagen, schauen wir uns mal den Spieltag der La Liga an. Und dieser Spieltag ist einer dieser schwereren Spieltage, wo wir als Real Madrid die einzigen Titelkandidaten, wenn man uns so nennen möchte, sind mit einem Auswärtsspiel. Wie ihr seht, jetzt gleich bereits spielt der FC Barcelona zu Hause gegen Mallorca. Ja, sollte der FC Barcelona definitiv klarer Favorit sein. Und morgen spielt Atletico Madrid zu Hause gegen Betis Sevilla. Normalerweise würde ich ja sagen, das ist ein schwerer Gegner, aber Atletico Madrid hat die vorgestern im Pokal in Betis Sevilla 5-0 aus dem Stadion geschossen. Die haben den Lobmann gekauft und der Junge ist direkt eskaliert. Der hat das ganze Gesicht von Atletico Madrid geändert. Also sehe ich auch als klaren Favorit morgen gegen Betis Sevilla. Und wir müssen morgen Abend nach Valencia. Ein Platz, in dem wir uns die letzten Jahre immer sehr schwer angestellt haben. Und das Ganze ohne Vini, ohne Bellingham und ohne Rodrigo. Dazu kommen wir direkt im Anschluss. Für diejenigen, die nicht wissen, was los ist, wir schauen uns auch noch die Tabelle an und fragt mich nicht wie, fragt mich nicht warum, aber dieses Real Madrid ist tatsächlich nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. Vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, Real Madrid hat alles in der eigenen Hand. Wenn Real Madrid bis zum Saisonende jedes Spiel gewinnt, sind wir Meister. Heute bin ich mir nicht mal sicher, ob wir zu Hause gegen den Tabellenletzten gewinnen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist die Tabelle von Real Madrid. Ja, und wenn ich es schon angekündigt habe, würde ich vorschlagen, wir machen mit dem Fall Rodrigo weiter. Der Brasilianer, der endlich mal eine Chance hätte, über den linken Flügel zu spielen, weil Vini gesperrt ist in Valencia, der verletzt sich. Es soll einfach nicht sein mit Rodrigo bei Real Madrid. Lese uns den medizinischen Bericht durch. Rodrigos medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Rodrigo eine Sehnenentzündung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Und was da steht, interessiert uns meistens nicht. Was uns interessiert ist, wie lange fällt er aus. Und wenn Arantxa Rodriguez eine Information gibt, dann sehe ich die gegeben. Das ist die Journalistin, der ich am meisten vertraue. Die hat die kürzeste Leine zu Real Madrid. Ich glaube, die WhatsApp jeden Tag mit Florentino Perez. Soweit gehe ich. Ja, und sie schreibt, Rodrigo fällt 10 Tage aus. Also es ist jetzt nichts Schlimmeres. Der fällt jetzt nicht monatelang aus. Gegen Benfica Lissabon wird er auch fehlen, habe ich euch ja gestern gesagt, warum, da ist er rot gesperrt. Aber in der Liga sollte er jetzt nur 1 oder 2 Spiele fehlen. Danach ist der Brasilianer zurück. Ich wünsche ihm eine gute Genesung. Ja, kommen wir von Rodrigo jetzt zu einem dieser Themen, die ich euch eben im Vorspann erzählt habe, die sehr gut widerspiegeln, wo das Problem von Real Madrid ist. Und zwar, dieser Vorstand unterstützt keinen Trainer. Als ich diese Information für euch gesammelt habe, diese Videos gesehen habe, ja, musste ich an eine Aussage denken vom Präsidenten von Bayer Leverkusen. Denn er hat in so einem Bundesliga-Interview, als es um Xabi Alonso ging und Real Madrid etc. gesagt, für Florentino Perez sind Trainer nichts Wichtiges. Ich fand es damals ein bisschen dreist, dass der das so offensiv sagt. Ja, aber der Mann hat recht. Álvaro Arbeloa ist seit wie lange im Amt? 3, 4 Wochen? Also, ja, und der Vorstand von Real Madrid lässt die ersten Informationen durch die Presse an den Trainer sickern. In diesem Fall haben die das über La Cope gemacht. Ja, hören wir da einfach zusammen einmal rein. Nun, wir haben berichtet, dass man im Verein es nicht gerne sieht, dass die Spieler so oft die Position wechseln und vor allem, dass neulich zum Beispiel mit 2 Linksverteidigern auf der Bank wie Álvaro Carreras und Fran Garcia Camavinga ausgewählt wurde, um diese Position zu besetzen.
Etwas, das schon unter Ancelotti üblich war und das jetzt nun ja auch von Alvaro Arbeloa so gemacht wird. Vielleicht wollte deshalb auch Fran Garcia weg, wie wir letzten Sonntag exklusiv meldeten, zu Bournemouth von Iraola. Aber der Club, speziell Florentino Perez, stoppte diesen Transfer, der fast schon fix war, weil der Spieler sich am letzten Freitag in Valdebebas von seinen Kollegen verabschiedete. Mal sehen, was ab jetzt passiert, denn wenn ein K.O.-Spiel kommt, keine Ahnung, sagen wir, Carreras ist vielleicht gesperrt, mal schauen, ob dann wieder Camavinga als Linksverteidiger spielt oder ob Fran Garcia in so einer Situation die Wahl ist. Ja, und nicht nur die Koppe hat darüber berichtet, auch andere Quellen. Also diese Informationen scheinen vom Vorstand von Real Madrid durchzusickern. Ja, so wollen die ihre Meinung auch an den Trainer weitergeben. Ja, und wie reagiert ein Trainer wie Alvaro Arbeloa, der es jedem recht machen möchte, vor allem den Spielern, aber auch dem Vorstand? Ja, manchmal gibt es Videos, manchmal gibt es Bilder, die man besser versteht, wenn man sie nacheinander sieht. Schaut euch dieses Video von Marca an. Fede Valverde und Eduardo Camavinga kehren in das Mittelfeld von Real Madrid zurück. Nachdem sie mehrere Spiele als Außenverteidiger agierten, kehren die Spieler nun auf ihre angestammten Positionen zurück. Die Verletzungen in der Abwehr der Königlichen zwangen Alvaro Arbeloa dazu, nach anderen Optionen zu suchen, wobei Fede und Camavinga ausgewählt wurden, um als Außenverteidiger die Ausfälle zu kompensieren. Trent ist nun wieder fit und peilt das Spiel im Mestalla an, während Mendy die letzten Schritte seiner Genesung macht. Dani Carvajal seinerseits wäre bereits zu 100% einsatzbereit, während Rüdiger weiterhin ein individuelles Training absolviert. In den kommenden Einheiten wird sich zeigen, ob er im Kader für das Spiel gegen Valencia stehen wird. Ja, was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte. Kaum sagt der Vorstand, dass die unzufrieden damit sind, dass Spieler nicht auf ihren Positionen spielen. Einen Tag später die Information, Fede Valverde und Camavinga gehen wieder zurück ins Mittelfeld. Ich bin gespannt, wie das morgen Abend in Valencia aussieht tatsächlich. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es wirklich so passiert. Und um Himmels Willen, was hat der Vorstand denn bitte mit der Aufstellung von Real Madrid zu tun? Wenn der Vorstand sich da auch einmischt, dann kann doch Florentino Perez direkt den Trainer machen. Wenn die im Endeffekt so einen Druck auf den Trainer ausüben. Und wenn es für Real Madrid zurzeit nun mal das Beste ist, dass ein Fede Valverde rechter Verteidiger ist. Erstens, weil er auf der Position seine besten Spiele macht. Zweitens, weil ein Carvajal noch nicht bei 100% ist. Weil ein Trent gerade aus einer Verletzung ist. Ja, sollen wir wirklich alles umwerfen, damit der Vorstand glücklich ist? Ich dachte, Real Madrid spielt, um Spiele zu gewinnen, um Meisterschaften zu gewinnen. Nicht, damit die Herren im Vorstand glücklich sind. Und links soll etwa ein Fran Garcia spielen, anstelle eines viel besseren Eduardo Camavingas? Nur damit Ruhe bei Real Madrid herrscht. Ja, wie gesagt, so etwas gibt es in keinem anderen Verein der Welt. Es ist zurzeit ein Zirkus, der bei Real Madrid abgeht. Und diese Mannschaft braucht einen Trainer, der sich durchsetzt, der so etwas hört. Und José Mourinho hätte aus Prinzip am nächsten Spiel jeden Spieler auf einer anderen Position spielen lassen. Also, ja, wie dem auch sei, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich war ganz ehrlich geschockt. Ja, und wo ich auch geschockt war, und jetzt kommen wir wohl zum Hauptthema dieses Videos. Als ich gestern überall, und zwar auf den größten Seiten von Real Madrid gelesen habe, Florentino Perez möchte Pedri nach Real Madrid holen. Nicht in dieser Saison, sondern nächste in der Saison 27/28. Er wäre der Auserwählte von Florentino Perez, um das spielerische Problem im Spielaufbau von Real Madrid zu lösen. Ja, ich war geschockt und habe dann geschaut, wo kommt die Information her?
Der erste, der sie offiziell mitgeteilt hat, war Ciro Lopez. Ciro Lopez ist ein Real Madrid-naher Journalist. Der hat an sich gute Quellen, deshalb war ich noch erstaunter. Der hat jeden Tag einen Kanal auf Twitch, redet über Real Madrid, ist ein Urgestein der spanischen Presse. Ja, und damit ihr auch wisst, worüber ich rede, denn der hat noch einen zweiten Fakt nebenbei gedroppt, hören wir uns das zusammen einmal an. Der Spieler, den Real Madrid für die Saison 27/28 verpflichten möchte, ist nicht Haaland. Ganz ruhig, es ist auch nicht Barrios. Der Spieler, den Real Madrid will, laut Informationen, die Juan Gato erhalten hat, ist Pedri. Die Info ist nicht schlecht, oder? Aber ihr werdet mir zustimmen, dass das ein Hammer wäre, oder? Auf einer Ebene mit dem, was damals mit Luis Figo in der Saison 2000/2001 passierte. Denn man verstärkt nicht nur den eigenen Kader, man nimmt dem FC Barcelona auch noch einen absolut unverzichtbaren Spieler weg. Man muss den Spieler überzeugen, denn bei Pedri kommt ein wichtiger Aspekt hinzu. Er fühlt sich wohl in Barcelona und er ist zudem ein echter Culé. Laut dem Informanten wäre Vitinha für die nächste Saison bereits fix und der Transfer, den Real Madrid für die Saison 27/28 plant, ist Pedri. Das lasse ich mal so stehen. Ja, ihr habt es selber gehört. Pedri im Jahr 27/28 und Vitinha nebenbei wäre auch schon unter Dach und Fach. Für 100 Millionen Euro, das wäre alles schon in trockenen Tüchern. Ja, und viele von euch denken sich, um Himmels Willen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und viele von euch wissen auch nicht, wer dieser Juan Gato ist. Das ist ja die Quelle, die Ciro Lopez in seinem Video angegeben hat. Juan Gato. Ja, und spätestens, als ich diese Quelle gesehen habe, ja, da war ich als Madridista, ich sag jetzt nicht beruhigt, aber ich wusste, was ich über diese Information zu halten habe. Juan Gato, der ist immer sehr originell, was seine Informationen angeht. Er ist auch ein Urgestein der spanischen Presse, das muss ich sagen, aber wirklich überhaupt nicht vertrauenswürdig. Er war auch derjenige, der damals im Jahr 2014 gesagt hatte, ein Marco Reus, Prime damals, wechselt zu Atletico Madrid. Es sei schon unterschrieben. Alles unter Dach und Fach. Das hat damals im Marca, im AS, überall als die News des Jahres. Überall stand das. Ja, und wir wissen selber, was da dran war. Also, Ciro Lopez kann man noch vertrauen, aber Juan Gato, Leute, da ist absolut nichts dran. Naja, ab und zu trifft ein blindes Huhn, findet auch mal einen Korn. Bei Florentino Perez weiß man nie, so der macht das Unmögliche möglich. Bei Figo haben damals auch alle gedacht, das ist unmöglich. Und Pedri ist mit Sicherheit einer der spielstärksten Sechser auf der gesamten Welt. Würde der Real Madrid spielerisch helfen? Ja, aber erstens, ich will einen Pedri gar nicht bei Real Madrid. Ich habe mir zig Interviews von ihm angehört, wo er immer wieder gesagt hat, ja, bei Madrid ist es mir zu kalt, es hat geregnet, die wollten mich nicht. Der war ja beim Training von Real Madrid. Das nervt mich dazu, sehr verletzungsanfällig. Dazu ist der Culé, der soll bei Barcelona bleiben. Ich würde mich freuen, wenn die Hälfte der Nachricht zumindest stimmen würde und Vitinha nach Madrid kommen würde. Damit wären unsere Probleme meiner Meinung nach im Spielaufbau schon gelöst. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Würdet ihr gerne ein Pedri und Vitinha bei Real Madrid sehen? Lasst das bitte in den Kommentaren. Ja, und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr natürlich die Meinung zum gesamten Video in den Kommentaren lassen. Lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen, wenn ihr es könnt. Ja, und lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir haben die 23.000 geknackt. Vielen Dank dafür. Nächstes Ziel 25.000. Und vielleicht gibt es auch für meine YouTube-Audienz bei 25.000 eine kleine Überraschung. Ich habe da schon was für euch vorbereitet. Also, lasst ein Follow da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!